Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo alle zusammen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt heute bei Madame Foganas Herzenssache. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer, weil jetzt geht's ja doch schon ein bisschen mehr herbstlich, wenn man so bei uns zumindest hier in München die Temperaturen so ein bisschen anschaut. Und wir freuen uns, dass wir euch heute wieder mit einem neuen Thema beglücken dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr, Christine. In der letzten Folge hatten wir ja wieder einen Sondergast, da warst du gar nicht bei mir, habe ich dich auch sehr vermisst. Und schön von dir zu hören, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, Herbst ist bei uns auch ein bisschen hier in Ghana. Bei uns ist nämlich gerade gar nicht, also Ghana ist jetzt auch ja ein ganzes Land. Ich sag mal, in Accra sitze ich ja aktuell. Da ist gerade auch gar nicht so heiß, sondern wirklich manchmal abends nur 22, 23, 24 Grad. Und das ist für uns ja schon kalt. Also ich habe meine Strickjacke rausgeholt. Alle, die mich gut kennen, wissen ja, dass alles unter 30 Grad könnte ich die Heizung anmachen. Und bei uns ist es, dass ich würde dann meine Jacke bei 24, 25 Grad ausziehen. Ja, Ne? Also so ist es eben. So war das, als wir beide ja auch zusammen genau unterwegs waren. Und Christine, ich habe gedacht, dass wir heute das Pferd, wenn wir beide zusammen sind, mal anders aufzäumen, weil du bist ja ansonsten so ein bisschen, wenn wir beide zusammen sind, so machst die Federführung und begleitest uns so durch die Folge und durch das Thema. Ich hatte mir aber überlegt, dass wir vielleicht heute den Spieß mal umdrehen, dass wir mal wieder ein bisschen mehr von dir hören, weil ansonsten habe ich ja immer ein bisschen mehr Redezeit. Ich bin ja auch schwer zu stoppen. Ja, da könntest du recht haben. Ja, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, vielleicht auch auf die letzte Folge von vor 2 Wochen, denn da haben wir auch sehr viel Rückmeldung gekriegt. Das war einfach wieder für die Leute so schön zu hören, wenn eben jemand, der uns schon so lange unterstützt, einfach seine Sicht, weißt du, der Dinge erzählt. Wir haben einfach so viele spannende Themen. Ich meine, wenn wir beide anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, dann kriegt man uns ja gar nicht gestoppt. Aber vielleicht können wir einfach ein bisschen die Folge von vor 2 Wochen ein bisschen erweitern, und zwar mit deiner Erfahrung und vielleicht auch einfach ein bisschen darauf eingehen, wie man sich nochmal bei uns engagieren kann. Da gibt es ja einfach so viele Möglichkeiten, was wir wirklich vor Ort machen und wie man das umsetzt, dass es vielleicht aus deiner Sicht heute nochmal ganz schön wäre. Und ich kann das Ganze ja dann, wenn dir das recht ist, ein bisschen ergänzen, wie das dann einfach bei uns administrativ und so aussieht. Was hältst du davon? Ja gut, dann machen wir das so. Alles klar. Dann Soll ich dann gleich direkt loslegen? Nee, so nicht. Da würde ich jetzt sagen, Packmas, so sagt ihr das ja. Wir bekommen ja bald Besuch, also eigentlich in der restlichen Zeit dieses Jahres relativ viel Besuch. Seit Covid vorbei ist sozusagen, nimmt das ja auch einfach wieder ein bisschen zu. Und das sind eigentlich ja auch immer ganz besondere Begegnungen, ganz besondere Dinge, die dann da passieren, weil es eben häufiger einfach auch Leute sind, nicht wie du, die sich in Ghana schon komplett auskennen, weil sie schon ein paar Mal da waren, sondern die das erste Mal vielleicht kommen oder einfach auch ihr eigenes Projekt besuchen und danach vielleicht noch ein bisschen was von Land und Leuten anschauen. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wenn du dich zurückerinnerst, ohne dass wir jetzt vielleicht in die Details von deinem Projekt und so erstmal einsteigen. Du als Person, du Christine, und dann auch dein lieber Mann, Helmut, als ihr euch das erste Mal überlegt habt, nach Ghana zu fliegen, kannst du dich noch erinnern? Also hat dich da was beschäftigt? Wie hast du dich gefühlt? Vielleicht ist das mal ein toller Einstieg für heute. Was meinst du? Ja, also es war halt einfach so, wir hatten ja dann dieses Projekt mit der Schule in Prahoho und das ging ja recht schnell, also innerhalb von Überweisung der Spendensumme bis zur Fertigstellung waren ja nur 3 Monate.
Und dann fiel es so, diese Eröffnungszeit fiel ja dann so in die Osterzeit und dann haben wir gesagt, ja gut, dann sind wir da bei der Eröffnung mit dabei und waren eigentlich jetzt erstmal ziemlich offen, ja, weil wir gesagt haben, gut, es wird ganz anders sein und sind dann eigentlich in Ghana gelandet und wurden ja dann sehr herzlich von euch empfangen, also von dir. Und es war wirklich ganz prima. Und dann haben wir erstmal in Accra ja übernachtet und sind dann am nächsten Tag von Accra nach Kumasi geflogen. Und da Kann hat ich, uns ja dann, hm? mhm. Entschuldige bitte, kann ich da noch mal rein? Du bist mir zu schnell. Ich Aha. ich würde gar nicht jetzt so gerne sofort nach Ghana kommen, sondern ich würde wirklich von dir ein bisschen wissen wollen, so diese Reisevorbereitung. Weil Mhm. natürlich heutzutage, muss man ja sagen, geht ja alles online und Visa und so weiter. Aber Ja. kannst du dich noch zurückerinnern? Das ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her, wie für dich diese Vorbereitungen waren. Also, Habt ihr das die Bürokratie ist halt schon anstrengend, ja, also, weil man muss ja dieses Visum beantragen. Dann hat man das auch schon 2016, als wir hingefahren sind, da schon online gemacht und mit Foto hochladen und so. Dann ist die Übersetzung, auf der Internetseite ist nicht so wirklich dolle. Also, manchmal weiß man wirklich nicht so ganz genau, was gemeint ist. Man braucht auch, ja, um, das Visum beantragen zu können, von Madame Fo ein Schreiben, ja, das quasi sagt, hallo, wir möchten gerne, dass Christine und Helmut jetzt nach Ghana kommen. Das ist ja dann, und euren Ausweis von dir, glaube ich, hatten wir den Ausweis und ja, von Viktor und also das ist, ja, und dann wartet man halt, bis man das Visum bekommt und hofft halt auch, dass das dann in der Zeit klappt, bis man dann fliegt. Aber es hat dann wirklich alles reibungslos eigentlich schon funktioniert. Also da waren wir dann eigentlich schon auch angenehm überrascht, dass es doch so ohne Probleme ging, ja, weil es geht ja auch alles nach Berlin und da kann ich jetzt auch nicht einfach einmal an der Tür klopfen und sagen, hallo, wie schaut's jetzt aus mit unserem Visum, ja, also muss man ja. einfach Geduld haben, Wobei was wir jetzt das mit anderen stärker, Reisegruppen tatsächlich schon gemacht haben. Also ja, wir haben ja überall unsere Kontakte und irgendwo waren dann auch mal Pässe verloren. Ne? Und aha, dann ja, haben wir tatsächlich jemanden da zur Botschaft geschickt. Jetzt auch, wenn jemand kommt, die hatten auch die Pässe verloren. Also das kann halt auch schon mal passieren. Also die sind wieder aufgetaucht. mhm. Aber das sind diese Widrigkeiten, glaube ich, von denen du sprichst. Wie ist das denn mit der anderen Vorbereitung? Habt ihr euch oder wie war das für euch mit den Impfungen zum Beispiel? Es gibt ja vorgeschriebene, nicht vorgeschriebene, so aus eurer Sicht. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Wie seid ihr das angegangen? Eine Packliste? Äh, Also wo wir habt haben uns, ihr Informationen nee, also bekommen? wir haben uns einfach nur mal geschaut, okay, wie sind die Temperaturen da? Und wir sind ja zu einer Zeit geflogen, wo jetzt nicht der Monsun zu erwarten war, sage ich mal. Also brauchst du ja eigentlich mehr oder weniger nur Sommersachen. Und wir haben eigentlich nur überlegt, ja, was bringen wir mit? Also wir wollten eigentlich ja für das Dorf irgendwas mitbringen. Und da habt ihr dann gesagt, also was halt da gerne immer genommen wird. Also wir hatten zum Beispiel Kugelschreiber, kann ich mich erinnern, dann dabei diese eigentlich Sachen, so Werbeartikel, die für uns eigentlich gar keinen richtigen Wert hatten, ja, die dort aber, also ich kann mich erinnern, also es war dann, glaube ich, beim zweiten Besuch auch dann, das reißen dir die Kinder aus der Hand, ja, diese Kugelschreiber und wir hatten, glaube ich, auch noch Blöcke dabei. Wir haben dann vor Ort für Brahoho, weiß ich noch, hat der Viktor uns dann noch 2 Fußbälle organisiert, die wir mitbringen wollten. Also es ist ja nicht so, dass es nichts gibt in Ghana. Also man kriegt eigentlich immer alles und jeder kennt jemand, der jemand kennt, der irgendwas hat. Also da kannst du sagen, ich kann eigentlich dort auch alles kaufen. Aber wir haben dann einfach nur noch so ein paar Sachen mitgebracht. Und was ich noch beim zweiten Besuch mich erinnere, ich hatte auch ein bisschen was dabei, zum Essen, was jetzt nicht gleich kaputt geht. Ja, also du kannst ja nichts mitnehmen, was du kühl lagern musst aufgrund der Hitze. Aber so ein bisschen, ich weiß noch, ich hatte dann Knäckebrot dabei, weil das mit dem Brot war, ist da so eine Sache. Also Ja, beim zweiten Mal war ich dann schon einen Schritt wieder weiter. Und ich muss sagen, es ist halt wirklich, du hast einfach immer schon so einen Gedanken, aber aufgrund, so wie du konditioniert bist und wie du aufgewachsen bist, denkst du, verschiedene Sachen, die sind einfach so und die sind weltweit, sind die so. Und dann kommst du da hin und dann denkst du, ah, aha,
Ah, das ist hier ja wirklich ganz anders, ja. Also, zum Beispiel war es dann im Hotel so dieser Servicegedanke, dass man vielleicht mal fragt: „Möchten Sie noch was trinken?“ und so, ja? Das war da irgendwie gar nicht. Oder dass man, im Hotel nur ein Handtuch hat als für 2 Personen. Also, das war jetzt auch so was, äh, habe ich ges dann ka ging ich an die Rezeption und habe gesagt: „Entschuldigung, wir haben nur ein Handtuch.“ Dann sagt die an der Rezeption: „Ja, die zweite Person ist Ihr Mann?“ „Ja.“ Na, sage ich: „Aber, ja eben, wir sind 2 Personen, also bräuchten wir 2 Handtücher.“ „Ja, aber so ungefähr, wenn es Ihr Mann ist, können Sie doch auch ein Handtuch benutzen.“ Also, 'ne Idee, die wir gar nicht hätten, ja, wo ich habe dann ein zweites Handtuch bekommen, weil ich gesagt habe: „Wenn ich geduscht habe, ist es nass und mein Mann möchte auch gerne ein trockenes Handtuch“, war dann kein Problem. Und ich habe dann im Hinterher erfahren, dass sie wirklich nur das Minimum immer machen, weil eben die Leute so wenig Dinge haben in ihrem Alltag, also die Angestellten, dass man dann befürchtet, dass die Sachen verschwinden, ja, Ja, und dann eben zu wenig da ist. Also wir hatten das dann auch beim zweiten Besuch mal, beim Frühstück, da hieß es dann, mein Mann wollte 2 Tassen Kaffee und dann hieß es: „No, no, only one.“ Und dann habe ich halt weil ich war Teetrinker und dann habe ich halt 'ne Tasse Kaffee getrunken und habe die meinem Mann gegeben. Also, so Sachen, die auf die du gar nicht kommst, wenn du jetzt bei uns in Europa, sage ich mal, reist oder auch in Amerika, wo du sagst: „Ja, also, 'ne 2. Tasse Kaffee beim Frühstück ist ja wohl kein Problem.“ Also, da das war, kommen wir dann auf andere Länder, andere Sitten. genau. Also, es war wirklich, Ding, aber was also uns wahnsinnig positiv überrascht hat, also, dass die Leute so fröhlich waren und so gut gelaunt und wollten immer mit aufs Foto und wollten dann gucken am Handy oder am Fotoapparat, wie's es ausschaut und man konnte auch alles fragen und anfassen und sie wollten auch mit uns irgendwie kommunizieren. Also, das ist uns wahnsinnig positiv aufgefallen. Man sieht es auch schon an den Stoffen, die sie haben. Das sind immer tolle Farben, alles ist so farbenfroh, bunt, fröhlich. Also, es war jetzt nicht so, dass ich, hingekommen wäre und dann sind da reihenweise Kinder mit Hungerbäuchen und irgendwie solche Geschichten. Also, das war gar nicht so. Also, es hat uns wirklich überrascht, weil wir wirklich oft wohin gekommen sind, wo wir gedacht haben: „Oh Gott, die Leute haben ja weniger wie nix“, ja? Also, ich kann mich noch erinnern, in einem Ort, die Hütten waren sowas von brüchig und baufällig und da saßen dann 5 Frauen und haben Cashewnüsse sortiert. Und dann sind wir da halt auch hingegangen und die waren sowas von nett, obwohl du schon gesehen hast, also denen fehlt es an allem. Und trotzdem haben sie uns offen aufgenommen und auch nicht so, dass ich gesagt hätte: „Ah, die betteln jetzt gleich. Ja, die wollen jetzt gleich von uns auch Geld haben für irgendwas oder, 'ne Flasche Wasser oder sonst irgendwas.“ Also, das hat uns wirklich, wirklich ganz, angenehm auch überrascht. Also, mit dem Ja. hatten wir nicht so gerechnet. Es gibt, wie du ganz richtig sagst, einfach ganz viele Erwartungen, die man dann auch zu Hause lassen muss, ne? Deswegen bin ich mal Mhm. sehr gespannt, die Gruppe, die jetzt kommt, wie es denen gehen wird. Dann Ja. können wir ja vielleicht da mal zu dritt was machen. Dann könnt ihr beide euch quasi dann, du und Heiko Mhm. und sein Team auch mal austauschen. Mit diesen Mitbringseln da mag ich vielleicht gerne für unsere Zuhörer noch ergänzen, dass wir das, weil das ja einfach auch ja, schon ein paar Jahre her ist und wir ja nach und nach auch einfach weitere Projekte und andere Projekte entwickelt haben, zum Beispiel dieses Projekt mit diesem ganzen Schulbedarf und diesen Sachen, Mhm. dass wir die eben, wie du schon sagst, kann man alles eben hier vor Ort kriegen, dass wir da eben dieses Projekt haben mit den Bücherstifte, mit dieser Schulausstattung, dass Mhm. man einfach guckt, dass sowas in Bahnen gelenkt wird, wo dann einfach so ein noch ein größerer Benefit einfach ist. Ist klar. Wenn man, gerade wie ihr jetzt eine Schule oder sowas als, ja, als Projekt oder als Zielpunkt hat. Mhm. Kannst du dich noch an euren ersten Flug erinnern, wie das war für euch, im Flieger zu sitzen, dann zu landen, das Abholen? Hast du da noch Erinnerungen, irgendwelche Erinnerungen dran?
Also, ich kann mich noch also, der Flug jetzt von München, nach Accra, das war jetzt unproblematisch und alles Unspektakulär. und da hast du uns ja abgeholt, aber ich kann mich noch an den Flug erinnern von Accra nach Kumasi. Das war Ja, ja 'ne wesentlich kleinere Maschine. Also, da ist uns ja erst schon mal am Flughafen aufgefallen, da waren ja Leute auch mit Kindern unterwegs. Die Leute da sind alle sowas von relaxed, ja? Also, der Flug, der ging dann nicht so ganz pünktlich. Bei uns wird sich ja gleich wieder jeder aufregen: „Ja, warum ist es nicht pünktlich?“ Dann, die Kinder laufen da rum, aber das ist alles irgendwie entspannt. Die ja, das ist halt so. Also, man nimmt das so als gegeben hin. Die Kinder sind auch total nett. Die sind auch nicht irgendwie aggressiv oder dass die dauernd nölen würden oder so. Also, es war hat uns auch, erstaunt, ja, dass es so ist. Und dann war die Maschine ja auch wesentlich kleiner. Also, da ich weiß nicht mehr genau, aber ich sage mal, wir waren da vielleicht 30 Leute. Also, nicht so viele und viele Einheimische. Also, wir waren, glaube ich, die einzigen Touristen, die da nach Kumasi geflogen sind. Und dann sind wir da von Viktor abgeholt worden. Und ab da hat uns ja dann Viktor begleitet durch diese ganze Tour. Also wir haben ja verschiedene Projekte dann besichtigt, nicht nur unser Projekt, sondern auch noch andere Projekte. Und da hat man dann auch gemerkt, wie bekannt Madame Fou schon ist. Also wir wurden da oft auf der Straße angehalten und da hat jemand mit Viktor ein paar Worte gewechselt. Da weiß ich noch, da kam dann ein Mädchen und hat gesagt, ja, sie kriegt ihr Zeugnis nicht von ihrer Schule, weil das kostet eben 5 Dollar und die hat sie nicht und so. Und ich weiß noch, dass sie dann am nächsten Tag zu uns gekommen ist und Madame Fou hatte dann das Zeugnis besorgt und sie wollte Krankenschwester werden und da musste sie aber woanders hin. Und da wurde aber dann schon von Madame Fou erwartet, dass die Verwandten auch einen Beitrag leisten. Also, dass man nicht sagt, okay, du willst jetzt Krankenschwester werden, da musst du in die Schule XY, das ist mit Internat, das kostet alles Geld, das zahlt jetzt alles Madame Fou einfach so, ja, sondern ja, es wurde schon erwartet, dass die Familie des Mädchens einen Beitrag leistet und sagt, okay, ich brauche eine Schuluniform, die müssen Sie dann organisieren oder das Essen vor Ort oder also es ist nicht so, dass man sagt, man schenkt denen alles und die können sich dann da ausruhen und denken, ja, Madame Fou macht's schon, sondern es wird schon auch ein eigener Beitrag erwartet und das finde ich auch ganz wichtig, weil daran sieht man ja auch, wie wichtig es den Leuten wirklich auch vor Ort ist, dass sie das dann auch umsetzen und dass sie dann sagen, okay, das Mädchen soll wirklich auch einen Beruf lernen und das Mädchen will das auch und wenn die Familie da auch sich finanziell engagiert hat oder anderweitig engagiert hat, dann funktioniert das auch. ja. Die, diese ganze Projektgeschichte sind ja eigentlich immer Sachen, die so miteinander verflochten sind, Mhm, ne? mhm. Dass quasi eins auf dem anderen beruht. Und um auf euch zurückzukommen, als jemand, der eben ein Madame Fou ist und das Projekt schon seit Ewigkeiten unterstützt, ähm, man kann ja diese Besuche einfach auch pro und contra sehen. Ne? Also zum einen klar, wenn man irgendwo hinfliegt, verursacht das Mhm. Kosten und Emissionen und so weiter. Es hat natürlich auch einen positiven Effekt, weil man einfach alles, was man selber sieht und die Menschen, die man trifft, das ist wie bei uns beiden. Mhm. Wir haben einen ganz anderen Spirit in unserem Ja, Podcast, ja, wenn wir zusammen bei dir auf dem Sofa sitzen, als wie jetzt sind irgendwie 6.500 oder so Kilometer zwischen uns. Ich glaube, ja. das ist einfach so, ne? Und ich glaube auch, es ist auch Nee, ganz ich bin noch wichtig nicht es fertig. ist schon auch wichtig, dass die Leute vor Ort einen mal gesehen haben, weil das ist wichtig, dass die Leute vor Ort einmal gesehen haben, dass sie dann sehen: „Ah ja, das ist jetzt die Christine und der Helmut und die haben dafür gesorgt, dass wir hier eine Schule haben.“ Und, als wir dann das zweite Mal ja in Ghana waren, da waren wir ja auch noch mal bei unserem Projekt, weil wir ja sehen wollten, das erste Projekt, das wir gemacht haben, wie ist das jetzt? Ja, ist das jetzt schon wieder total verfallen nach 3 Jahren oder wie? Und da waren dann auch wieder die Lehrerinnen da, die auch schon beim ersten Mal da waren und die sich gefreut haben, dass wir wieder gekommen sind und also das ist schon auch so 'n eben 'ne so 2 Seiten, ja, die man sagt. Also, zum einen wir, die wir vor Ort mal sehen wollen, wie läuft es überhaupt? Und Mhm. dann auch die andere Seite, die sehen kann, wer sind denn die Leute eigentlich, die dafür sorgen, dass wir jetzt 'ne Schule oder 'n Brunnen oder was auch immer haben. Also, das finde ich schon auch ganz wichtig, dass man das von diesen 2 Seiten sieht. Wie würdest du denn
so argumentieren, dass eben solche Besuche vor Ort einfach auch einen Mehrwert für alle Seiten haben. Was ist denn da so deine Meinung zu? Hm. Ja, also, ja, wie ich eben sage, also, ich, verstehe jetzt, glaube ich, die Frage nicht ganz. Was was Die, du glaubst, was das Positives bewirken kann, eben für beide Seiten, sowohl für uns und unsere Mitarbeiter, aber eben mhm, auch, für die Dorfbewohner. Weil wie du gerade gesagt hast, wir machen ja, das ja nicht, dass wir da vorführen, ja, sondern ja. man Ne, ist ne, beim wirklichen Leben dabei. genau. Wie siehst Also du das? Also, für uns war es halt einfach wichtig, dass also, für mich sehe ich das jetzt auch so, weil ich habe ja dann zusammen mit Helmut auch den Kreis erweitert, ja? Also, es kannten dann unsere Freunde die Christine und der Helmut, die waren jetzt schon mal direkt vor Ort. Die Mhm, kennen mhm. das. Das Geld kommt da auch wirklich an. Die haben jetzt da diese Schule gebaut und dann haben sie das Waisenhaus und den Brunnen und das funktioniert da. Also das war für unsere Freundin ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie halt nie an irgendeine Organisation spenden, die halt dann Werbung macht und die halt immer Geld braucht, weil sie alle möglichen Projekte haben, sondern dass sie jemand kennen, der schon mal da war, der die Leute kennt, die Projekte realisieren und die dann sehen, das funktioniert da auch. Und da ist nachhaltig, wird da investiert. Und die Projekte werden verfolgt und auch geguckt, pflegen die Dorfbewohner diese Projekte auch oder ist es dann nach 5 Jahren wieder den Bach runter oder so. Also von der Seite war das ganz wichtig. Dadurch konnten wir auch mehr Spenden noch generieren für Projekte, die dann gefolgt sind nach der ersten Schule in Brahovo. Also das war für uns und unsere Freunde einfach ganz wichtig. Und bei den Leuten vor Ort ist es natürlich schon so, dass sie sagen, weil man ist irgendwo, glaube ich, wenn man da als Weißer hinkommt, ist man einfach mal per se reich. Und dann kommt natürlich schon, ach, wir bräuchten eigentlich auch noch und wir bräuchten noch hier und könntet ihr das nächste Mal und wir hätten gern und das Problem da ist halt das und das und Kommt dass immer man mit Oliver Twist. ja, genau. Und dass man ihnen halt dann schon mal erklären muss, dass bei uns halt die Sachen ganz anders laufen, dass es bei uns viel teurer ist, das Leben ist teurer, Wohnen und dass das bei uns alles ganz anders ist. Aber sie freuen sich natürlich, dass es jemand, der von so weit herkommt, bei ihnen was umsetzt. Ja, also weil das ist für sie schon ganz faszinierend, weil wir sind ja nicht ein Land, das einfach nebenan ist und wir sind wahnsinnig weit weg und trotzdem interessieren wir uns für sie. Also das ist, glaube ich, Ja, für sie ist schon auch ganz wichtig. das hast du schön gesagt, dieses Interesse füreinander. Und ich glaube auch schon, trotz dass die Welt ja nur auch, wir machen es jetzt 25 Jahre, da hat sich die Welt natürlich ganz massiv weiter bewegt und durch das Mhm. Internet und Mhm. Social Media und bla bla bla, kann man heute ja viel mehr sehen, was man einfach vor 10 Jahren noch gar nicht so Ja. sehen konnte, ne? Oder Mhm. was einem nicht Mhm. nah war. Aber dieser persönliche Austausch und was du sagst, ich glaube, das Interesse. Ja. Das Genau. Interesse Ja. aneinander Mhm. ist das, was einfach, abgesehen, ja, von Freundschaften kann man vielleicht einfach sagen, bringt auch ein größeres Verständnis voneinander. Und deswegen bin ich so ein, klar, ich meine, ich mache Madame, natürlich bin ich da 'n Fan von, Ist schon klar. aber deswegen sind diese ganzen, Regierungsebenen, Kooperationen so schwierig, weil, wenn du dich halt so umhörst und hier so rumhörst, dann: „Ja, we have a meeting." Ja. Jeder, Arbeitstag hier Mhm. von diesen Leuten besteht aus Meeting, Meeting, Meeting. Ja, die mieten sich die ganze Zeit, aber die Frage ist, was kommt denn da endlich mal bei raus? Ja, genau. Und reden Ja. da einfach auch wirklich die richtigen Leute miteinander. Mhm. Für mich und uns ist es wichtig, gut, wir beide sind über diese Phase ja lange hinaus, weil wir auch jetzt also wir sind richtige Freunde, ne? Ja. Aber irgendwann hat das ja mal angefangen. Und diese über den Tellerrand gucken ist eine Sache, aber wer ist einfach auch, und das muss man sich von der, ich sag mal, der großen Entwicklungszusammenarbeit und wie sie alle heißen, Mhm. mal auch fragen lassen, wer sind denn eigentlich die richtigen Ansprechpartner? Mhm. Also, wer ist einfach der Ja. Richtige, den man auch mal fragen muss, ja? Ja. Äh, Ja. der Und es war der halt also Überblick.
für mich und Helmut war es einfach ganz wichtig auch, dass wir eine Organisation gefunden, also wir hatten diese Idee im Kopf, es geht nur über Bildung und man muss da in Afrika mehr Bildung haben, damit die Leute einfach mehr kapieren, wie sie auch ausgebeutet werden von ihren Regierungen, dass sich da einfach mal auch was ändert, langfristig. Bewusstsein schafft, ne? Genau. Und dann war es uns einfach wichtig, dass wir nicht eine Organisation haben, die da einen Deutschen hinschickt, der da irgendwo ins Nirvana irgendwas baut, was dann gar nicht akzeptiert wird, was nach 5 Jahren völlig verfallen ist, weil die eigentlichen Dorfbewohner das so gar nicht wollten und auch so nicht unterstützt haben. Weil wir haben auch gesagt, wir kamen dahin und haben die Schule eingeweiht, weil das Dorf eine Schule wollte. Und ich als Europäerin, als Deutsche, ich bin da hingekommen und hätte gedacht, naja, Schule ist wichtig, aber ganz ehrlich, brauchen die nicht zuerst mal eine Kloanlage? Aber Ja. nein, sie wollten eine Schule. Also haben wir das Dorf unterstützt, dass sie eine Schule bekommen. Und jetzt ist die Schule immer noch in Betrieb und schaut immer noch gut aus und alles ist prima. Wir haben dann im nächsten Schritt auch noch die Kloanlage finanziert, muss man jetzt Genau, auch das mal machen wir meistens, ne? Wir bauen immer gleich eine Klimaanlage das dazu. war dann der nächste Richtig. Schritt. Ja, weil das ist ja auch was ganz Wichtiges, die Hygiene und das mit Wasser und auch das funktioniert, weil auch das wollten sie natürlich, aber ihre Priorität lag bei der Schule. Und ich maße mir halt nicht an zu sagen, was du da brauchst, weil du lebst da ganz anders und du hast da ganz andere Vorstellungen und da kann ich denen ja nicht überstülpen, was ich so meine. Ja, weil ich bin ganz anders aufgewachsen. Ich habe da ganz andere Prioritäten. Und das war uns eben ganz wichtig. Und da ist Madame Fogana, kommt unserer Vorstellung, wie eigentlich Entwicklungshilfe und Unterstützung funktionieren soll, voll entgegen, weil nur so klappt's halt. Und ich denke auch, also Madame Fog könnte wesentlich mehr noch erreichen, wenn ihr das Budget hättet von Entwicklungsministerium, weil Ja. da würde Das kann Ghana ich ganz leider anders dastehen. unterschreiben. Genau. Da ist ich sage, mein Ansatz, um so auf dieses Thema unseres Podcasts ein bisschen diesen Besuch und warum kommt man und was kann man erwarten und so. Für mich ist das natürlich klar. Es kann nicht jeder kommen, einfach weil es auch finanziell nicht jeder kann, einfach, ja. Und ich meine, wir sind ja auch keine Reiseorganisation. Wir wollen ja mit den Menschen Projekte machen und fügen das dann so zusammen, dass eben beides möglich ist. Ja, aber da kommen wir natürlich auch irgendwann an den Rand unserer Kapazitäten, weil wir eben kein Reisebüro sind, ja, Ist klar. sondern eben die Projekte machen. Aber diese Verbindung, die du ja gerade geschildert hast und auf die ich auch also die mir wichtig ist und auf das ich hinaus möchte, ist einfach durch diese Besuche hat man natürlich äh, den, ja, den total positiven Effekt, dass das alles Multiplikatoren sind. Ne? Ich sage ja immer so, ne, seit 20 Jahren sage ich das schon, ich bin der Transmitter zwischen da und hier. Und du und Helmut seid durch eure Reise auch einer geworden. Ja. Natürlich sehe ich vielleicht Dinge nicht genauso wie du und so weiter, aber dieser Eindruck, ja, von vor Ort, den man einfach mitträgt und wo du dann eben Leute motivieren konntest, eben sich deiner Sache, deinem Engagement anzuschließen, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Wir haben ja zum Beispiel, das nur jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber einfach auch Schulen, die eben Spendenläufe und solche Sachen machen. Und da kann ich eine ganz kurze Anekdote, nur ist vielleicht ein bisschen Exkurs, aber letzten Endes geht es ja um Leute, die uns vielleicht besuchen. Da war ich mit meinem Klaus beim Optiker in Hagen und der braucht eine Brille und dann waren wir da und dann hat mich eine Mitarbeiterin dort angesprochen und sagt, ich glaube, ich kenne sie. Und das geht mir halt häufig so, ne? Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Bundespräsident, aber mich kennen halt einfach unheimlich viele Menschen. Und dann sagt sie hat damals bei so Spendenläufen mitgemacht und erinnert sich total gut daran. Die sind natürlich nicht nach Ghana gekommen, aber haben mich eingeladen und ich meine, das kann man auch unverblümt sagen, das ist halt etwas, was ich gut kann, das so darstellen und die Menschen so mitnehmen. Deswegen, das kann ich halt. Ne? Das ist so meins. Und sie konnte sich noch daran erinnern,
wie das war mit dem Spendenlauf und so weiter. So, und das sind alles diese Verbindungen. So hast du auch eine Verbindung geschafft und die jetzt kommen und die schon da waren, die uns einfach helfen, diese Türen zu öffnen. Denn letzten Endes, dieses große Rad zu drehen, da muss man einfach sagen, ich sage ja immer, außer Flughäfen, interkontinental, Autobahnen und Riesenbrücken und einen Hafen. Ja? Das können wir nicht, das können wir logistisch nicht, das Know-how haben wir nicht. Aber alles andere könnten wir. Ja. Ne? Also, wie sagt man, die Revolution geht vom Volke aus. Wir müssen ja die ganzen Menschen mitnehmen. Ja, und so viele Ghana haben wir jetzt auch nicht. Die paar Millionen, sag ich jetzt mal. Wenn wir das gemeinsam eben machen, glaube ich einfach ganz fest daran, es dauert natürlich, klar. Aber Entwicklung dauert bei uns in Deutschland auch und überall. Ja. Dass man eben da gemeinsam was machen kann. Und gerade diesen ganzen extremistischen Strömungen von ganz links und ganz rechts und so, ja, jeder kann seine Meinung haben, aber meine Meinung darf nicht dich einschränken. Also, Ja. oder, weißt wie ich meine, ne? Da, wo Ja, meine klar. Freiheit, Ja. deine Freiheit hört ja nicht auf, wo meine beginnt. Weißt wie ich meine? Ja, verstehe schon. Wir müssen uns ja beide entfalten können. Und man muss auch sagen, also das mit dem Multiplikator, das ist auch ganz eine wichtige Sache. Und ich habe eine Freundin, die ist auch sozial sehr engagiert, die wohnt auch gar nicht in München, die wohnt im Niederbayerischen. Und die hatte wiederum eine Freundin, die sang dann in dem Chor. Und der Chor, der macht einmal im Jahr, das war so ein Frauenchor, einmal im Jahr ein Konzert und dann ohne Eintritt, aber Spenden sind erwünscht und diese Spenden machen sie dann immer zu einem wohltätigen Zweck. Und dann hat meine Freundin, die von Madame Fou auch überzeugt ist, mit ihrer Freundin gesprochen. Und dann haben die das gemacht und haben gesagt, ach ja, das ist ja super. Ja, dann lassen wir doch die Spenden, die wir da bekommen, die gehen dann zu Madame Fou. Und vielleicht kann deine Freundin, also ich, dann kommen und vielleicht noch kurz vorher einen Vortrag halten, dass man dann sieht, wo geht das Geld denn hin? Und an diesem Abend haben wir über 600 € zusammengebracht und es waren vielleicht 50 Leute in dem Konzert. Ja, das war ganz im kleinen Rahmen. Und das war dann so toll und die haben alle gesagt, Mei, so viel von dem Chor, so viel haben wir noch nie zusammengebracht, weil das halt immer irgendwie dann anonymer ist, als wenn da einer steht und sagt, hallo, ich stelle euch jetzt mal vor, wohin das Geld geht, damit ihr wisst und so. Und dann waren die Leute auch viel spendenbereiter. Ja, und dann haben die von Madame Fou auch das erste Mal gehört und da gibt es eben einige, die jetzt immer noch für Madame Fou spenden, weil sie das einfach toll finden. Und Absolut. so verbreitet sich das halt dann und auch die Idee und dann kann man sagen, ja okay, dann spende ich halt nicht mehr für eine der großen anderen Organisationen, wo ich eh keine Sau kenne und wo ich eh nicht genau weiß, wie das alles läuft und wo von meiner Spende, wenn ich 10 € spende, vielleicht 3 € sowieso in irgendwelche Verwaltung und irgendwelchen Bürokratismus gehen, spende ich halt lieber für Madame Fou, weil da kenne ich jemanden und da weiß ich, wo es hingeht. Dieser Ansatz ist einfach was ich glaube, was auch viele Menschen irgendwie bewegt. Mhm. Und wo du das jetzt erwähnst, möchte ich in dem Zusammenhang einfach nochmal unsere lieben Zuhörer und Zuschauer mitnehmen auf diese Spendenaktionsseite, weil eins unserer Anliegen ist ja wirklich auch, dass wir konkrete, wenn denn jemand das möchte, ne? Dass wir konkrete Projekte mit einzelnen Personen, Menschen, Firmen, Stiftungen, Vereinigungen durchführen. Das verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Wir haben eine Seite, die heißt Spendenaktion. Und da passiert ganz viel. Da könnt ihr mal gucken, da hat auch die Christine eine Spendenaktion für ihre lieben Kajaye, die Trägerinnen, Entschuldigung, in Kumasi. Wir haben Baumspendenaktionen, Mathe-Monsterchen und you name it. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache, wo man ganz transparent mit unserer Tanja, ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben, ihr werdet da durchgeführt, einfach eine eigene Aktion machen kann. Wo man, wenn man wirklich was bewegen möchte, mit aussuchen kann, wenn man zum Beispiel, ne, wie ihr hattet Bildung so am Herzen. Ja. Andere hat vielleicht Wasser. Gesundheit, Wasser, oder? Genau. Ja. Wir entwickeln ja gerade ganz, ganz tolle neue Projekte mit den Einheimischen zusammen hier. Die sind noch nicht draußen, da sagen wir euch dann Bescheid. Ein kleiner Cliffhanger hier an dieser Stelle. Genau, wo man
in dieser Spendenaktion was für sich selber machen kann. Mhm. Also, wo man selber sich einbringen kann. So, wo man entweder sagen kann, ich will jetzt, ich mache eine eigene Spendenaktion. Bettina, sag mir mal, ich würde gerne 'n Brunnen machen. Wo ist Genau, denn da Not am Mann? Und dann kann man das einstellen. Oder man kann sagen: „Ach, ich gucke mir doch mal die Spendenaktionen an. Was ist denn da so alles? Und wo würde ich gerne“, also, ich habe auch auf meiner mitmachen. Seite schon Leute gefunden, die ich nicht kenne, wo ich sage: Ja, „Ah, da fand sich jemand auch noch angesprochen, dieses Frauenprojekt, das wir da haben, mit zu unterstützen.“ Also, es genau. gibt praktisch, beide Varianten und das ist eigentlich ganz 'ne gute Sache. Äh, Gucke ich ein bisschen auf die Zeit, da kommen wir mal langsam zum Schluss, weil ich glaube, das ist ein ganz interessantes und intensives Thema, was wir heute haben. Ähm, Du hast jetzt so ein bisschen ja preisgegeben, wie es dir so geht und so wünscht. Was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der das jetzt hört und entweder nicht genau weiß, ob er was machen soll oder nicht, oder sich auch selber mal überlegt, ob er mal das Land besucht oder nicht. Vielleicht, ich sag mal so, einen Fazit von dir, Christine, als jemand, der schon vor Ort war, aber eben auch selber unterstützt. Mhm. Also, ich denke, wenn man schon ein Madame Faux ist, weil man sagt: „Ich finde die Idee einfach klasse, ich finde toll, wie Madame Faux die Projekte realisiert und auch schon gespendet hat und so.“ Ähm, Man kann sich da wirklich, also, man kann sich auf die Leute bei Madame Faux total verlassen, wenn man das Land, bereisen will. Also, weil wir haben ja schon damals haben schon Leute zu mir gesagt: „Wie jetzt? Du überweist jetzt da einfach das Geld und dann ist es ja vielleicht weg. Du kennst Ja, sie ja gar nicht, ja? Du ja, weißt ja gar nicht, machen die das dann wirklich und, stimmt, ja, aber ich hatte einfach so viel Vertrauen schon gewonnen in diese ganze Vorarbeit, dass ich gesagt habe: „Ne, also, das passt so.“ Und deswegen hatte ich auch gar kein schlechtes Gefühl, als ich dann dahin gefahren bin, weil wir haben uns schon gedacht, also, Ghana, das ist jetzt nicht so wie Südafrika, wo jeder Zweite vielleicht schon mal ge im Urlaub war und sagt: „Ah, da war ich auf Safari und das ist hier und das ja, ist da.“ Das ist ja. ja wesentlich unbekannter und auch wesentlich weniger touristisch. Also, da findet man jetzt eher nicht so viele Leute, die da schon mal waren. Und trotzdem haben wir uns einfach darauf eingelassen. Also es ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man sagt, ich fahre da jetzt hin und bin da einfach mal ganz offen, was da auf mich zukommt. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, diese Offenheit, die man mitbringt. Also wenn man sagt, also ich erwarte jetzt aber schon, dass ich da immer klimatisiert bin und dass ich da immer hier und dass ich immer das und ich will da immer einen Pool im Hotel und also ja, dann wird's schwieriger. Und es ist auch wirklich so, man kann sich, wenn man einfach offener ist, auch viel besser oft positiv überraschen lassen. Ja? Ja, ja, Also das ja, ja, ist wirklich, und es war wirklich nicht so, es gab immer eine Lösung. Also das hat bei uns auch allgemein, also auch handwerklich, den Helmut zum Beispiel, haben ja auch mal so eine Schreinerei besichtigt, wo wir mit unserem Qualitätsanspruch beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, das könnten wir ja hier gar nie machen. Aber dann gesehen haben, oh, die improvisieren ja, das ist ja witzig. Ja, wie machen die denn das? Ja, und die fahren das dahin und dann wird der macht dann das. Und also es ist dann wirklich, lasst euch überraschen, seid offen, das ist, finde ich, ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, schon das Kernthema. ja. Thema. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so wahnsinnig heiß ist, aber es war wirklich immer, So heiß es ist war das gar ja, aber es war immer wirklich toll. Also beide Reisen, die wir gemacht haben. Der Viktor, der hat sich wirklich auch toll um uns gekümmert. Das muss man auch mal anerkennenswerterweise sagen. Der macht normalerweise Projekte, ja, und muss da wirklich auf 1000 Sachen gucken und nimmt sich die Zeit und fuhr da 10 Tage, 2 Wochen mit uns über die Lande, um andere Projekte, unser Projekt, Eröffnung und so auch noch anzuschauen, nebenbei noch 1000 Sachen zu machen. Also Ja, das, ja, war schon wirklich, jedes Mal ganz 'ne tolle 'n tolles Erlebnis. da, wenn er das hört, er guckt ja den Podcast auf YouTube, da gibt's ihn ja mit englischem Untertitel, da wird er sich sicherlich sehr freuen. Ja, Christine, das war eine ganz, ganz tolle runde Sache heute. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das heute gefallen hat, einfach von vor Ort nochmal zu hören, was es auch für Möglichkeiten gibt und zu unterstützen, ja, und nochmal tiefer einzutauchen, einfach wie es vor Ort aussieht und wie man, wenn man noch nie in Ghana war, wie es einem einfach geht. Wie immer mein Aufruf, gebt uns 5 Sterne,
liken, subscriben und teilen, damit einfach noch mehr Leute von uns hören. Alle wichtigen Sachen sind unten in den Shownotes verlinkt. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Christine das letzte Wort zu geben, wie immer. Ich danke dir, das hat total Spaß gemacht. Ganz meinerseits, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen vermitteln, wie es uns ging in Ghana, warum wir das gemacht haben, warum wir überhaupt Madame Fo unterstützen. Und falls ihr noch Fragen habt an mich oder an Madame Fo oder allgemein, dann schreibt uns einfach. Also wir sind immer offen, auch für eure Fragen. Und wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit einem neuen Thema reinschaut. Macht's Ich gut. danke dir. Macht's gut. Ciao. Ciao.